Hallo und herzlich willkommen bei Kuma Games. Ich wollte euch heute eigentlich das Chorus für die Pico 3 Link und die Pico 4 zeigen. Ich habe ein paar Videos gesehen im Internet und gesehen, dass das funktionieren soll. Aber ich muss euch sagen, das funktioniert nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir gehen jetzt einfach mal gemeinsam durch. Holen wir das Ding mal raus. Ist eigentlich ganz nett verpackt. Ist jetzt kein großes Review, ich möchte euch einfach nur warnen. Wir haben hier die Dinger schön verpackt eigentlich. Und ich war auch echt wirklich gespannt, wie das Ganze hier funktionieren wird. Und wir haben hier die Pico 3 Link. Und das funktioniert eigentlich ganz gut mit dem Ransliden. Gucken wir mal, ob man das sehen kann. Hier wird es einfach reingeslidet. Und das funktioniert eigentlich super gut. Ja, hier, der ist schon drin. Und den anderen, ich will, dass ihr das gut sehen könnt. Aber es stellt sich schwierig dar. So, hier. Das geht eigentlich ganz gut und es hält auch sehr gut. Aber auf ein paar Sachen muss ich eben eingehen. Das erste, was mir gleich auffiel, aber das habe ich halt schon in den Videos gesehen. Hier, diese Stecker kommt normalerweise in die Quest 2. Ja? Und den müsst ihr hier so abknicken, damit ihr das hier mit einem Adapter, das ist so eine Art Mini-Verlängerungskabel, und das macht ihr dann hier rein. Ja. Und dann irgendwie hier oben in den USB-Port. Weil der Sinn, ne, sieht nicht sehr elegant aus, aber mir war es auch wichtig, dass die Kamera hier nicht verdeckt wird. Das habe ich jetzt auch schon gesehen, dass die Kamera nicht verdeckt wird. Das fände ich eher blöd. So, das heißt, wir haben jetzt hier dieses Kabel hängen. Ja, und sieht sehr unelegant aus und das Ganze wird hier auch geknickt. Wer weiß, wie lange das am Ende dann auch hält. So. Und ich wollte das natürlich so benutzen, dass ich hier DisplayPort habe und hier dann eben die Chorus Logitech. Und wenn man das Ding hier runter macht, also eins vorweg, es funktioniert einigermaßen. Also man muss manchmal ein bisschen rein und raus klicken. Also irgendwie ist es auf jeden Fall nicht optimal. Also wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Aber manchmal müsst ihr ein bisschen frickeln. Das Problem, was ich jetzt habe, was für mich das Ding unbrauchbar macht, also watch before you buy, wenn das angeschlossen ist, warum auch immer, lädt der nicht mehr über DisplayPort. Also ich habe hier das DisplayPort angeschlossen, das Alleinstellungsmerkmal der Pico Neo 3 Link mit einem Netzteil. Also das Netzteil ist am Kabel hinten dran, das seht ihr jetzt nicht. Das soll normalerweise dafür sorgen, dass das Headset die ganze Zeit mit Strom versorgt wird. Jetzt, wenn es aber mit dem Chorus hier verbunden wird, hört er auf zu laden. Also die Pico 3 Link. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass er irgendwie erkennt, okay, hier ist eine USB-Buchse. Das heißt, die zieht Strom. Was bedeutet das? Ihr könnt, wenn eure Pico Neo 3 Link voll aufgeladen ist, könnt ihr zwar spielen und dann die Controller nutzen, wo der Sound auch einigermaßen gut ist. Wobei ich für 100 € habe ich besseren Sound erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber meine Kopfhörer sind auch 100 €. Ich habe hier solche, die mit so einem 3D-Druck angeschlossen sind. Die haben einen geilen Sound und haben leider auch 100 € gekostet. Fand ich aber auch schon zu viel. Aber die liegen halt auf den Ohren. Hier habt ihr die über den Ohren, geiles System. Aber 2,5 Stunden könnt ihr das dann nutzen. Maximal, ne? Und dafür habe ich mir die Pico 3 Link nicht gekauft. Ne? Ich will sie am PC nutzen. Und zwar solange ich möchte. Und nicht irgendwie 2 Stunden und dann ist der Akku leer. Und dann muss ich sie irgendwie aufladen. Das war nicht Sinn der Sache. Und deswegen ist sie für mich persönlich leider unbrauchbar. Und ich denke, viele werden das auch so nutzen wollen. Kann man nicht viel dran ändern. Liegt irgendwie am Headset. Und ja, ich finde die Lösung auch hier eher unelegant. Ich habe sie gar nicht erst bei der Pico 4 probiert.
Da könnte man das machen, aber der Pico 4 Sound reicht mir, wenn ich ehrlich bin. Und die kannst du halt nicht aufsliden. Könnt ihr mal bei New VR Tech gucken. Da sieht man das Video, das könnt ihr dann mit Kabelbindern machen. Aber ja, für 100 Euro möchte ich nicht mit Kabelbindern rumhantieren. Ne? Ja, das war's auch schon. Ich wollte euch nur diese Sache hier mitteilen, dass ich die Dinger zurückschicken werde. So bringen sie mir leider nichts. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Warnung hier weiterhelfen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.